Alexandre González, ein mexikanischer Magnat, verlor seine Geldbörse voller Geld in einem armen Viertel während einer Reise mit seiner Tochter. Als ein Straßenjunge sie fand und unversehrt zurückgab, stellte er eine ungewöhnliche Forderung als Belohnung, die den erfahrenen Millionär und seine Tochter zu Tränen rührte. Alexandre war auf einer Fähre, die von einer Sightseeing-Tour nach San Diego, Kalifornien, zurückkehrte, als er bemerkte, dass seine Geldbörse verschwunden war. Alexandre war ein mächtiger Geschäftsmann, der bereits Jahre zuvor in der Forbes herausragte. Neben seiner Position unter den Superreichen Mexikos war González auch ein bemerkenswerter Philanthrop. Seit den 90er Jahren investierte er in große Einzelhandelsketten und organisierte gleichzeitig große Spendenaktionen, um bedürftigen Menschen Nahrung, Kleidung und medizinische Versorgung zu bieten. An diesem Tag war der Millionär an einer Touristenattraktion an der Westküste der Vereinigten Staaten, begleitet von seiner Tochter Yolanda, die gerade 18 Jahre alt geworden war. Die junge Frau hatte das Land bereits mehrmals mit ihrem Vater besucht, aber nie genug, um alles zu sehen, was sie wollte. Als sie 18 wurde, bat sie darum, ihren Geburtstag in den Vereinigten Staaten zu feiern. Ihr Vater nahm sich eine Woche Urlaub, um sie zu begleiten. Der Magnat kontaktierte einen Freund, der einen Luxushotelkomplex an der kalifornischen Küste leitete, und betonte die Bedeutung dieses Anlasses. Auf Wunsch des Geschäftsmanns organisierte der Freund die gesamte Reise von Yolanda, als wäre es für seine eigene Tochter. Sie hatten bereits 3 Tage lang Spaß in den USA. Sie waren im Disneyland gewesen, hatten Los Angeles besucht und waren jetzt in San Diego, wo sie gerade die Insel Coronado besichtigt hatten. Obwohl Coronado ein geschätztes Reiseziel war, gab es dort auch ein armes Viertel mit einer großen mexikanischen Gemeinschaft, das González kennenlernen wollte. Yolanda mochte es nicht, dass ihr Vater den Besuch dort an ihrem Geburtstag einschloss, da sie kein Interesse an den armen Vierteln der USA hatte, aber sie ertrug den Besuch aus Respekt vor ihrem Vater. Nachdem sie die Gegend erkundet hatten, kehrten sie in die Stadt zurück. Erst als die Fähre den Hafen fast erreicht hatte, bemerkte Alexandre, dass seine Geldbörse fehlte. Er durchsuchte seine Taschen, fragte seine Tochter und schaute sich um. Yolanda versuchte sich zu erinnern, wann sie die Geldbörse zuletzt gesehen hatte, und Alexandre erwähnte, dass er sie nur auf der Insel benutzt hatte, als sie das arme Viertel besuchten und eine Erinnerung kauften. »Ich habe gesagt, wir sollten nicht dorthin gehen. Vater, natürlich wurde dir die Geldbörse gestohlen«, protestierte Yolanda. Alexandre korrigierte seine Tochter, da er sich nicht sicher war, ob das wirklich passiert war. Er könnte die Geldbörse selbst irgendwo verloren haben, vielleicht sogar auf diesem Boot voller Touristen aus aller Welt. Yolanda antwortete dann: »Schau dir die Leute um uns herum an, sicherlich hätten sie es zurückgegeben, wenn sie es gefunden hätten, oder nicht?« Alexandre sagte nur, dass er hoffte, dass derjenige, der sie gefunden hatte, Kontakt aufnehmen und sie zurückgeben würde. Yolanda wusste nicht, dass dies einen bedeutenden Einfluss auf ihr Leben haben würde. 2 Stunden vergingen und Alexandre und seine Tochter kehrten ins Hotel zurück, ohne ein Zeichen der Geldbörse. Die Mitarbeiter des Touristenboots hatten überall gesucht, aber nichts gefunden. Sie waren besorgt, weil der Millionär das Unternehmen verklagen könnte. 2 Stunden vergingen und Alexandre und seine Tochter kehrten ins Hotel zurück, ohne ein Zeichen der Geldbörse. Die Mitarbeiter des Touristenboots hatten überall gesucht, aber nichts gefunden. Sie waren besorgt, weil der Millionär das Unternehmen verklagen könnte. Niemand war unruhiger als Yolanda González. Sie wusste, dass neben dem Geld auch mehrere Kreditkarten in der Geldbörse ihres Vaters waren, die für die Feier ihres Geburtstags unerlässlich waren. Nervös behauptete Yolanda, dass ihr Vater auf der Insel bestohlen worden war. »Merkst du nicht, dass diese Leute dich ausnutzen? Du bist mit so viel gutem Willen in dieses arme Viertel gegangen, dass sie dich letztlich zum Narren gehalten haben. Und ausgerechnet auf meiner Geburtstagsreise führst du mich in ein armen Viertel. Sieh dir an, was wir davon haben.« Alexandre atmete tief durch und sagte, dass er Yolanda liebte,
aber dass sie mehr über das Leben lernen müsse. Er erklärte ihr, dass sie trotz ihrer Volljährigkeit noch viel zu lernen habe. »Glaubst du, das Leben war immer einfach für mich? Ich war auch auf der anderen Seite«, sagte der Philanthrop. Er erinnerte sie daran, dass er in einem armen Viertel von Mexiko-Stadt geboren wurde, wo seine Mutter Köchin und sein Vater Schneider war. Mit 14 Jahren begann Alexandre zu arbeiten, um das Haushaltseinkommen zu unterstützen, und konnte erst mit 24 Jahren das studieren, was er wollte, als er bereits eine leitende Position in einem Geschäft innehatte. Er erzählte seiner Tochter, dass er viele Herausforderungen mit Chefs und Kunden bewältigen musste, bis er diese Position erreichte, und dass er jeden Tag viele Busse zur Arbeit nahm, oft ohne Frühstück oder Mittagessen. Aber am Ende lief es für ihn gut. »Ich hatte Glück, weißt du? Glück kann auch ein Leben verändern«, sagte González. Er erinnerte sich daran, wie er seine Frau kennenlernte, Yolandas Mutter, am Ende seines Studiums und wie sie an Tuberkulose starb. Obwohl er bereits ein sehr reicher Mann war, konnte nichts, was das Geld kaufen konnte, seine Frau vor der Krankheit retten. Es war ein harter Schlag, aber auch eine Erinnerung daran, dass er demütig bleiben sollte. Nach diesem traurigen Vorfall, als Yolanda erst 3 Jahre alt war, begann Alexandre González auch als Philanthrop bekannt zu werden. Obwohl die Pläne, den Geburtstag zu feiern, vereitelt worden waren, waren er und Yolanda zumindest sicher und genossen den Komfort eines 5-Sterne-Hotels, das im Voraus bezahlt worden war. Ein Privileg, das sich nur wenige leisten konnten, überlegte er. Am nächsten Tag klingelte das Telefon des Millionärs. Es war eine unbekannte Nummer. Als er antwortete, sagte eine Stimme auf der anderen Seite der Leitung, dass sie seine Brieftasche gefunden hätten, und nannte eine Adresse außerhalb des touristischen Gebiets. Yolanda, die das Gespräch mit anhörte, protestierte sofort. »Papa, überleg es dir gut. Es könnte ein Betrug oder eine Falle sein. Wer garantiert, dass sie wirklich deine Brieftasche gefunden haben?« Alexandre antwortete, dass es kein Problem sei. Die Stimme am Telefon schien die eines Kindes zu sein und klang vertrauenswürdig. Besorgt rief Yolanda den Sicherheitsbeamten an, der ihren Vater immer begleitete, wenn nötig, und erklärte ihm die Situation. Der Sicherheitsbeamte kam schnell und versuchte Alexandre davon zu überzeugen, aufzugeben, aber er bestand darauf, seiner Intuition zu folgen. Er war entschlossen, die Brieftasche zurückzuholen, damit sie mit den Feierlichkeiten der Reise fortsetzen konnten. Also verließen die 3 das Luxushotel und machten sich auf den Weg zur nahegelegenen Straße. Während der Sicherheitsbeamte fuhr, verließen sie das touristische Gebiet und fuhren in ein bescheideneres und weniger beleuchtetes Viertel. Yolanda war ängstlich. Ihr Geburtstag war zu einem gefährlichen Abenteuer geworden. Jedes Motorrad, das am Auto vorbeifuhr, ließ Yolandas Herz schneller schlagen. An den Ampeln wurde sie nervös und beobachtete die umliegenden Fahrzeuge, befürchtend, dass jemand eine Waffe auf sie richten könnte. Die Anwesenheit des Sicherheitsbeamten gab ihr kein Sicherheitsgefühl. Dieser Ort war sehr seltsam. Alexandre hingegen fühlte keine Angst. Auf irgendeine Weise erinnerte ihn dieses Viertel an seine Jugend. Yolanda verstand nicht, wie ihr Vater so entspannt sein konnte. Immerhin stand nicht nur seine Sicherheit auf dem Spiel, sondern auch ihre. Schließlich kamen sie am angegebenen Ort an, in einer Gegend mit einfachen Häusern. Gemäß dem Protokoll ging der Sicherheitsbeamte, um den Ort zu überprüfen. Als sie näher kamen, sahen sie einen bescheidenen Jungen auf sie zukommen, der eine Brieftasche in seinen kleinen Händen hielt. Alexandre erkannte sofort seine Brieftasche, und als er sie öffnete, stellte er fest, dass all seine Dokumente, Karten und Geld unberührt waren. Es fehlte kein einziger Cent. Der Junge konnte höchstens 8 Jahre alt sein, mit lebendigen Augen und in abgetragener, schmutziger Kleidung. Der Millionär bedankte sich beim Jungen, dass er die Brieftasche zurückgebracht hatte. »Junger Mann, du hast mich vor vielen Kopfschmerzen bewahrt.« »Vielen Dank«, sagte er. Der Junge, das Wohlwollen des elegant gekleideten Mannes nutzend, bat höflich um $2. Yolanda, nervös, sagte, »Siehst du, habe ich nicht gesagt? Zum Glück haben wir den Sicherheitsmann mitgebracht.
Gib ihm das Geld einfach, bevor seine Kumpane auftauchen, und lass uns von hier verschwinden. Der Junge war verlegen über Yolandas Reaktion und erklärte: Es ist nicht so, Fräulein. Meine Mutter hat kein Telefon, also habe ich das einzige Geld benutzt, das ich hatte, um Sie, Herrn Alexandre, von einer öffentlichen Telefonzelle aus anzurufen. Ich habe den ganzen Tag auf der Straße um Geld gebettelt, aber kaum etwas bekommen. Also habe ich das Geld benutzt, das ich gespart hatte, um meiner Schwester einen Kuchen zu kaufen. Morgen hat sie Geburtstag. Alexandre war an der Geschichte interessiert und bat ihn, mehr zu erzählen. Der Junge namens Miguel erzählte, dass er sich nicht gut an seine frühen Jahre erinnern konnte und wie sie gelebt hatten. Er kannte seinen Vater nicht und lebte seit über einem Jahr mit seiner Mutter und seiner Schwester auf der Straße. Ein paar Blocks entfernt gab es einen Ort, an dem sich mehrere Obdachlose trafen, um die Nacht zu verbringen. Dort fanden sie Unterschlupf. Miguel erinnerte sich daran, als sie noch in einem kleinen Haus lebten und seine Mutter einen Kuchen gemacht hatte, um seinen Geburtstag zu feiern. Das war die einzige Party, die der Junge in seinem Leben hatte. Der Kuchen war klein und es gab nur seine Mutter und seine jüngere Schwester, die ihm zum Geburtstag gratulierten. Das war die glücklichste Erinnerung, die er hatte. Auch wenn sie jetzt obdachlos waren, wollte er sicherstellen, dass seine Schwester dieselbe Freude erlebte. Deshalb bettelte Miguel auf der Straße, um Geld für einen Kuchen zu sammeln. Yolanda konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Das Mädchen, das noch vor kurzem vor diesem Ort erschrocken war und misstrauisch gegenüber den Absichten des Jungen war, fühlte sich jetzt beschämt, dass sie so schnell geurteilt hatte. Zusätzlich fand sie heraus, dass Miguels Schwester am gleichen Tag wie sie Geburtstag hatte. Yolanda überraschte alle, als sie Miguel eine Karte des Luxushotels überreichte, in dem sie untergebracht war, und ihn, seine Mutter und seine Schwester für den nächsten Tag dorthin einlud. Sie bat ihren Vater um Erlaubnis, öffnete seine Brieftasche, nahm $300 heraus und gab sie dem Jungen. Miguel, benutze dieses Geld, um neue Kleidung für dich und deine Familie zu kaufen. Andernfalls werdet ihr es leider nicht einmal bis zur Rezeption des Hotels schaffen können, riet Yolanda. Miguel war sehr dankbar und dann verabschiedeten sich alle voneinander. Auf dem Rückweg bat González den Sicherheitsbeamten, sie zu dem Restaurant zu führen, in dem er ein Mittagessen mit seiner Tochter reserviert hatte. Aber sie unterbrach ihn und bat darum, direkt zum Hotel zurückzukehren. »Was ist los?« fragte der Vater. Was wir in diesem Restaurant an einem Tag ausgeben würden, könnte Miguels Familie einen Monat lang ernähren. Lass uns einfach zurück ins Hotel gehen und eine Pizza bestellen, während wir planen, was wir morgen machen wollen. Okay? Alexandre stimmte zu. Er drehte sich um und sah stolz seine Tochter an. Seine Jahre als Philanthrop schienen endlich einen positiven Effekt auf sie gehabt zu haben. Am nächsten Tag, früh am Morgen, gingen Miguel, seine Schwester Esmeralda und seine Mutter Franziska in ein Bekleidungsgeschäft. Sie verließen den Laden mit neuen Kleidungsstücken und fühlten sich großartig. Das Geld, das Yolanda gegeben hatte, reichte nicht nur für Kleidung, sondern auch für Lebensmittel und um sie mit anderen Obdachlosen zu teilen. Alexandre ließ einen seiner Fahrer Miguel und seine Familie abholen. Als sie ankamen und sahen, dass es ein 5-Sterne-Hotel war, waren sie schüchtern. Miguels Mutter hatte immer davon geträumt, einen solchen Ort zu besuchen, und jetzt, da sie dort war, wusste sie nicht, wie sie sich verhalten sollte. Als sie die Lobby betraten, führte sie ein Rezeptionist in einen Garten mit grünem Rasen und einem Tisch, der mit Blumen und bunten Dekorationen geschmückt war. Miguels Schwester sagte, dass es der schönste Ort sei, den sie je gesehen habe, mit leuchtenden Augen vor Aufregung. Da trat Yolanda auf. »Das ist alles für dich, Esmeralda.« Das Mädchen war überglücklich. Alexandre hatte einen Freund gebeten, der die Hotelkette leitete, alle Familien einzuladen, die Kinder hatten, zu einer Geburtstagsfeier. Viele von ihnen rannten und spielten im Garten mit Miguel und Esmeralda. Yolanda war so glücklich wie die Kinder. Zum ersten Mal verstand sie, wie ihr Vater sich fühlte,
wenn er anderen half. Miguel und Esmeralda probierten zum ersten Mal Brigadeiro und verschmierten sich mit einer riesigen Schokoladentorte. Franziska war von allem sehr gerührt und bekam eine Umarmung von Yolanda, die auch versuchte, ihre Tränen an ihrem ersten Tag mit 18 Jahren zurückzuhalten. Alexandre wusste, dass eine Geburtstagsfeier nicht genug sein würde, um dieser Familie zu helfen. Deshalb brachte er Franziska zu seinem Freund, dem Hotelmanager. Der Millionär erklärte, dass er überrascht war zu sehen, dass ihr Sohn die Brieftasche trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, unversehrt zurückgegeben hatte. Er sagte, dass ein Kind mit solchen Grundsätzen nur das Ergebnis einer guten Erziehung sein könne. »Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Integrität«, sagte der Manager. Er erklärte auch, dass er ihr vielleicht helfen könne. »Kürzlich habe ich herausgefunden, dass die Reinigungsdame in kleinere Diebstähle innerhalb des Hotels verwickelt war. Sie und 2 Mitarbeiter stahlen Gegenstände von unseren ausländischen Gästen, die es erst bemerkten, wenn sie in ihre Heimatländer zurückkehrten. Der Mann erklärte, dass er, nachdem er die Verantwortlichen identifiziert hatte, alle entlassen hatte. Und jetzt müssten sie das Team erneuern, das von jemandem geführt werden sollte, der integer und vertrauenswürdig ist. Frau Franziska, ich weiß nicht, ob es Glück war oder etwas anderes, aber als Ihr Sohn diese Brieftasche unversehrt zurückgegeben hat, hat er das Schicksal Ihrer ganzen Familie verändert. Wenn Sie möchten, würde ich gerne anbieten, dass Sie die Stelle als Leiterin der Zimmermädchen übernehmen. Was halten Sie davon?« sagte der Manager. Franziska war gerührt. Sie hatte nie geträumt, dass sie eines Tages ihre Füße in ein solches Hotel setzen würde, und jetzt sah sie nicht nur eine Party für ihre Tochter, sondern erhielt auch ein Jobangebot. Beschämt sagte sie, dass sie nicht wusste, ob sie die Kompetenz für die Position habe, und der Manager antwortete prompt: »Machen Sie sich keine Sorgen, denn das Wichtigste haben Sie bereits.« Charakter und Integrität. In der nächsten Woche änderte sich das Leben dieser Familie. Miguel und Esmeralda fuhren mit dem Bus zur Schule in neuen Kleidern und mit Schulmaterial. Franziska fuhr mit dem Bus zur Uferpromenade der Stadt, wo sie in das 5-Sterne-Hotel ging, um ihre Schulung für ihre neue Arbeit zu beginnen. Sie fühlte sich wie die glücklichste Frau der Welt. Alexandre und Yolanda setzten ihre geplante Reise fort, aber nichts brachte Yolanda mehr Glück als die Party im Garten des Hotels. Sie schaute zu ihrem Vater und verstand endlich, warum er nie zufrieden war, nur ein Millionär zu sein. Was ihn wirklich erfüllte, war, anderen Menschen zu helfen. Jetzt verstand sie das. Beurteile einen Mann nicht nach seinen Kleidern, sondern nach seinem Charakter. Kommentiere unten, was du von dieser Geschichte hältst und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Bitte hinterlasse ein Like und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine großartige Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.